Hallihallo, mein Name ist Ruti. Seit 2 Jahren bin ich in Südamerika. Das hier ist Venezuela. Und heute gehe ich auf einige Kommentare von euch ein, beantworte Fragen, wie zum Beispiel zur Reifenwahl und erzähle auch, was ihr auf meine Fragen zum Ölmischen und zu der Bremspad-Problematik geantwortet habt. Und außerdem erzähle ich, wie es mit meiner Reise weitergehen soll. Das Video über das beste Reisemotorrad, ist für meine Verhältnisse ziemlich gut gelaufen und es gibt einige neue Abonnenten. Herzlich willkommen, und für diejenigen möchte ich es noch einmal erklären, wie das so läuft, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Wieso Bolivien, Venezuela, Bolivien, wo ist er jetzt? Ja, also ich bin in Venezuela, das hier ist Isla Margarita, eine Insel an der Karibikküste Venezuelas. Hier bin ich schon seit 3 Monaten fast, und meine Reisevideos, wo ich die Abenteueretappen quasi nacherzähle, die sind aber zurück. Deswegen springe ich immer wieder von hier nach Bolivien. Ich möchte natürlich auch die Sachen, die spektakulären Etappen, und da sind wirklich einige sehr spektakuläre, finde ich, dabei. Wie zum Beispiel die letzte zu dem Wasserfall oder zu Che Guevaras letzten Versteck. Sehr besondere Etappen, auch gerade weil Bolivien eben nicht so touristisch ist oder nur Teile Boliviens touristisch sind, gibt es da sehr, sehr, sehr viele Geheimtipps, von denen du noch nie gehört hast, aber die, wenn du da hinfährst, denkst du, boah, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ja, deswegen will ich dafür natürlich auch was zeigen, berichte aber jetzt auch immer live, was gerade so passiert. Und gerade jetzt bin ich eben, ihr seht es, nicht in meiner Erzählküche. Ich bemühe mich, euch nicht immer denselben Standort zu zeigen. Das hier ist Pampatar. Also es gibt eine große Stadt auf der Isla Margarita, Porlamar. Und daneben gibt es quasi, das ist quasi eine Stadt, aber ein bisschen nördlicher davon ist eben Pampatar. Und da gibt es eben so eine Altstadt und viele Restaurants und so weiter. Ja, man kann das vielleicht auch sehen. Ich zeige es mal. Hier ist so eine Art Festung, so eine alte, ist halt nur ganz klein, ich war da eben drin. Kann man hochgehen, dann rausschauen aufs Meer. Jetzt wollte ich mich hier eigentlich irgendwo hinsetzen, aber hier ist jetzt überhaupt kein Schatten. Mal schauen, ich laufe mal ein bisschen weiter. Also Strand wieder nicht, weil es ist zu windig da. Aber ich habe mir ein schönes Plätzchen gesucht, hier. Zum letzten Video, das war das Video mit den Benzinkanistern und diesen Benzintaschen, die ich vorgestellt habe. Was gab's dazu? Hat jemand geschrieben, 54 Jahre reist er nun und er hat noch nie einen Kanister gebraucht. Man braucht nur einen Benzinschlauch und kann sich durchschnurren. Es stimmt schon, man braucht es sehr selten, das Benzin sehr, sehr, sehr selten. Aber hier in Südamerika, in Patagonien, ihr habt ja die Etappe gesehen, wo ich dann irgendwie noch 0,1 Liter drin hatte. Da wäre ich fast liegen geblieben. Atacama-Wüste braucht man es auch ab und zu. Und vor allem dort, wenn du da dich durchschnurren willst, da sind nur Trucks unterwegs. Kannst du vielleicht Diesel durchschnurren. Und dann Venezuela, ja, und Bolivien. Länder, wo man schlecht Benzin bekommt. Manchmal ist es auch immer gut, dass man sich den dann voll macht, wenn man Benzin bekommt. Und dann in der Gran Sabana bekommst du zwar auch, also es ist hier im Süden, bekommst du zwar auch Benzin, aber kostet halt $3 der Liter. Ja? Und hier kostet es 50 Cent. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass man seine Reserven voll macht und da runterfährt. Wenn du die Panamerikaner fährst, okay, da kannst du dich durchschnurren, da kommen 1000 Autos vorbei immer. Aber es gibt Strecken, da kommt keiner vorbei einfach. Da stehst du dann da und dann stehst du bei irgendwie 45 Grad in der Wüste ohne Schatten, stehst dann da, bis jemand kommt. Deswegen macht es schon absolut Sinn, ab und zu Benzin dabei zu haben. Hier haben alle Leute Kanister dabei. Es ist jetzt nicht so was total verrückt ist. Ja. Bernd von Sky Blue Tenere hat geschrieben, weil diese Taschen sind nicht billig. Also ich glaube, die 2 Gallonen kosten, glaube ich, $145. Was weiß ich, das sind 130 Euro. Ist natürlich nicht billig für 8 Liter. Er hat gesagt, er würde dann gleich richtig investieren und würde den Acerbis-Tank kaufen. Ich weiß nicht, was der kostet. 450, 500. Ist
natürlich schon eine Stange mehr Geld. Und ja, ihr erinnert euch vielleicht mein 60.000 Kilometer Video, da habe ich gesagt, das letzte, was ich auf meinem Bike machen würde, wäre einen größeren Tank. Ja, beim Reisen entwickelt man sich weiter. Ich würde das jetzt nicht mehr so rigoros sagen. Natürlich, wenn man dann immer, also der Acerbis-Tank, der hat irgendwie 23 Liter oder so. Wenn du den immer voll fährst, dann fährst du halt immer viel zu viel Benzin mit dir rum, was du eigentlich nicht brauchst, weil es oft genug Tankstellen gibt. Aber der Acerbis-Tank ist insgesamt leichter, also plus trotz irgendwie 8 Liter oder 7 Liter mehr Benzin wiegt er dann nur irgendwie 4 Kilo mehr. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich auch so einen Acerbis-Tank holt, da hat man Ruhe, ist okay. Ja? Wenn man Offroad fährt, vielleicht nicht ganz voll machen oder so, weiß ich nicht. Aber das ist dann halt immer, ja, musst du ja nicht ganz voll machen, aber wenn man einen Tank hat, man macht ihn halt doch immer ganz voll. Ich meine, ja, macht ja sonst keinen Sinn. Dann hat jemand geschrieben, ja, PET-Flaschen, mach's doch da rein, brauchst du nichts mitschleppen, ist super geil. Ja, das stimmt, ich bin auch ein Fan davon, aber ihr habt das vielleicht in dem Video gesehen von Chile, dass manchmal die Tankstellen sich weigern, das in PET-Flaschen reinzufüllen. Ahí no le puedo echar. ¿Ah? Ahí no le puedo echar. Ahí no. Theoretisch kann das irgendwie da rauskommen, da durchgehen durch das Plastik. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. In Asien sind PET-Flaschen gang und gäbe und hier auch. Also wenn du hier in Grana Savana fährst, dieses Benzin für $3 eben, das verkaufen die alle in PET-Flaschen. Ja, aber es gibt eben Länder, wo du das nicht machen kannst und dann ist es gut, wenn du einen Kanister hast, dann kannst du es da reinfüllen. Außerdem, PET-Flaschen sind jetzt auch nicht so praktisch zum Transportieren. Sagen wir mal, du willst 6 Liter mitnehmen, nimmst du 2x3 Liter Colaflasche oder so mit. Das sind halt auch massive Dinger, ne? Und sie haben eben keine Henkel, um sie richtig festzumachen und so weiter. Wie gesagt, das geht, kann man improvisieren, aber man muss eben eine Tankstelle finden, die einem erlauben, das da reinzufüllen. Hier in Venezuela, glaube ich, ist es kein Problem, Bolivien auch nicht, Chile ist es ein Problem, aber ich hatte auch immer noch zu meinem Kanister, wenn ich dann noch gesagt habe, ich brauche mehr, noch mal eine PET-Flasche dabei. Oder sie haben mir eben auch manchmal an den Tankstellen so eine leere Ölkanister geschenkt. Ja, das geht schon auch. Zum Wasserfallvideo haben dann einige geschrieben oder hat jemand geschrieben, mein Bike ist zu schwer für dieses Gelände und so weiter. Ja, das kann man immer so und so sehen. Es kommt natürlich auch auf die fahrerischen Skills drauf an. Aber das ist ja auch Teil des Abenteuers, dass man eben auf Wege kommt, die eben nicht einfach zu fahren sind. Man kann dann immer noch oft umdrehen, wenn man möchte. Aber das war jetzt so ein, ja, geschotterter Weg mit Sandpassagen und so. Ich finde, das sollte man schon irgendwie, oder mit meinem Motorrad kann man das schon fahren. Das ist kein Problem. Man tut sich halt manchmal schwer, aber das ist eben so. Muss man eben langsam durch und dann weiter geht's. Weiteres zum Wasserfallvideo. Jamie und Frank, die hatten mich ja wieder alleine gelassen. Und diesmal habe ich den Weg ja nicht gekannt. War ich etwas verärgert. Und hat jemand geschrieben, zum zweiten Mal haben die dich alleine gelassen. Das ist ein No-Go. Das hat auch jemand anderes letztes Mal schon geschrieben. Das ist ein No-Go. Als ich auch einen Frank alleine gelassen hatte. Ich bin ja dann umgedreht, 50 Kilometer zurückgefahren, aber ja, ich war ja irgendwie 1,5 Stunden weiter vorne raus. Hat auch immer geschrieben, das macht man nicht, das ist asozial und so weiter. Ja, vielleicht. Ich meine, Gruppenfahren, ja, wenn man richtig in der Gruppe fährt und so, man wartet immer aufeinander und so weiter. Und das klappt auch normalerweise, auch wenn wir hier nur selten mal zusammenfahren, aber das ist es eben. Wir sind alle Einzelkämpfer, wir reisen alleine. Wir sorgen für uns alleine. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Ja, das will ich nur sagen. Muss ich die beiden auch mal in Schutz nehmen? In dem Fall war es halt ein bisschen doof, weil ich habe denen halt gesagt, ich kenne den Weg nicht. Und die sind dann einfach tralala vorne rangefahren. Ja, war jetzt nicht die feine Art, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, wir reisen alleine und jeder kommt alleine irgendwo an. Jeder hat seine volle Ausstattung dabei. Es ist nicht so, dass man dann, oh, jetzt kann ich nichts machen, weil ich bin alleine. Ich habe dir ja gesagt, du sollst warten. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich richtig bin, weil da waren 2 Abzweigungen. Ja. Beim letzten Feedback-Video habe ich ja Fragen gestellt. Öl, ob man das mischen kann. Einige Leute haben gesagt, das kannst du mischen, ist aber schlecht fürs Motorrad. Und andere haben geschrieben, ja, kannst du auf jeden Fall mischen, ist kein Problem. Und ja, was habe ich jetzt rausgefunden? Öle müssen mischbar sein. Also es ist vom Gesetz her, die müssen mischbar sein. Es ist so, kannst du problemlos mischen. Ich mache es genau so, wie ich es gesagt habe letztes Mal.
Ich fülle 2 Liter teilsynthetisches Castrol rein, 10B40 mit diesen Yaso und MA2 Werten oder wie das heißt. Da hat jemand auch noch geschrieben, darauf soll ich achten, dass das alles drauf ist. Habe ich gemacht. Und dann fülle ich den Rest auf mit meinem vollsynthetischen Motul, was ich seit 12.000 Kilometern mit mir rumfahre. Und dann auch so mit, ja, am besten ist es, jedes Mal den Ölfilter mitzuwechseln. Ja, haben einige geschrieben, andere haben geschrieben, den Ölfilter brauchst du gar nicht mehr so oft wechseln, wenn das Motorrad eingefahren ist, weil da kommen diese Abriebteile, das ist dann schon alles abgerieben, das ist da nicht mehr drinne. Deswegen brauchst du den Ölfilter eigentlich kaum noch wechseln. Ja? Ich halte mich da an Yamaha, ich mache es beim jedem zweiten Mal. So, letztes Mal habe ich ja den Filter nicht abbekommen, weil die den so zugeknallt hatten in Deutschland. Und jetzt habe ich ihn nur mit Hand festgemacht und also beim letzten Mal, und das war absolut dicht, hier ist nie was ausgetreten, einfach nur mit der Hand festgemacht, das war top. Frage ist jetzt, bekommt man es jetzt leichter ab oder nicht? Das werden wir jetzt mal probieren. Geht ganz leicht ab, perfekt. Also mal gucken, wie das Öl da rauskommt. Wenn ich jetzt... Aha. Eine viel saubere Sache als letztes Mal. Es windet natürlich nicht. Und Bremsen... ich habe ja Bremsen von der Afrika-10, die sind zu dick, dann dreht sich das Rad nicht mehr. Ob ich da jetzt zum Beispiel eine reinmachen kann, einen Bremspad, wie sagt man, Bremsbelag, und dann den anderen den abgefahrenen, dann warte, bis er abgefahren ist und dann den zweiten reinschiebe. Viele Leute haben auch geschrieben, man kann das abschmirkeln und so weiter. Ja, das würde ich vielleicht zur Not machen, aber ich komme hier schon irgendwie anders an Bremsbelege. Dann mache ich lieber die ordentlichen rein, dann habe ich damit Ruhe. Was habe ich diesmal probiert bei den Bremsen? Es gab noch den Tipp, dass wenn die Bremsflüssigkeit zu voll ist, ja, und diese Kolben vielleicht nicht ganz reingehen oder so, ja, dass es dann eben sein kann, dass sich das Rad nicht richtig dreht. Ja, dass sie dann rausschieben und dann immer ein bisschen bremsen. Okay. Man kann so eine Schraube aufmachen, die Kolben ganz reindrücken, dann drückt es ein bisschen Bremsflüssigkeit raus und dann ist gut. Habe ich gemacht. Habe das nochmal, wie gesagt, über eine Stunde geputzt. Also es läuft jetzt schon viel besser. Wahrscheinlich war es das mit der Bremsflüssigkeit. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen wenig Bremsflüssigkeit drin, weil ich natürlich zu viel rausgedrückt habe. Also das Mini ist jetzt genau auf der Linie. Also ich würde dann demnächst mal Bremsflüssigkeit wechseln. Aber jetzt ist alles okay. Noch eine allgemeine Frage gab's. Roland Jahn 598 hat nach Reifen gefragt. Was für Reifen fahre ich? Was fahren die anderen? Ja, hier ist es halt oft so, ich fahre, was ich bekomme. Am Anfang in Patagonien, hinten Heidenau, vorne den Pirelli STR gehabt. Ist okay für Carretera Austral und so, ist alles in Ordnung. Der Heidenau 150er hat halt so einen 150er Breite, hat halt so einen Mittelsteg. Da muss man immer dran denken, der ist halt begrenzt, der hat halt begrenzten Grip. Aber er ist halt der Langlauf-King. Ja? Also ich bin mit dem 26.000 Kilometer gefahren und der war noch nicht glatt. Das ist halt cool. Ich gucke halt immer, dass ich Reifen fahre, die nicht zu sehr Offroad sind, aber so 50-50 Reifen. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt mehr Mittelsteg nehmen, weil ich gerne mehr Grip hätte. Ja? Es ist halt, umso mehr die Offroad sind, umso weniger haltbar sind die, vor allem wenn du halt viel Straße fährst. Ich fahre die aber eigentlich fast alle 15.000 oder ja ungefähr 15.000 Kilometer, die ich bisher gefahren bin. TKC 80 bin ich gefahren. Der war der am wenigsten haltbare. Im Moment habe ich vorne drauf Mitas 07 und hinten Metzelder Sahara 3. Metzelder Sahara 3 finde ich einen sehr guten Reifen. Für mich kommt eben drauf an, dass sie einigermaßen guten Grip haben und also Offroad geeignet sind, aber nicht hundertprozentig Offroad, weil man fährt ja auch viel Straße und dann machst du die Reifen einfach kaputt. Und ja, Preis zwischen 80 und 150, das sind die Preise, die du zahlst für einen Reifen.
Ja. Und ja, ich habe halt 150 hinten auf der Felge, die Breite, und ich mache halt 140 drauf. Das, ich weiß nicht, noch schmaler kann man, glaube ich, nicht gehen, weiß ich nicht. Aber weil 150 kostet halt das Doppelte fast, oft wie der 140er, also ist deutlich teurer. Wenn ich mal was anderes bekomme, auch okay. Ich hätte ja gern mal Heidenau Ranger, habe ich gesehen, sieht cool aus, würde ich gern mal, habe ich hier noch nie gesehen zum Beispiel. Aber es heißt nicht, dass es die nicht gibt, ja. Also irgendwo kommst du vielleicht hin und dann gibt's die. Und dann ist es halt auch immer eine Preisfrage. Ich kaufe nicht einen Reifen für jeden Preis. Also wenn ich keinen bekomme, würde ich auch hier Rinaldi oder so brasilianische Reifen und so würde ich auch fahren. Frank sagte, fand ihn super, andere sagen, fanden ihn beschissen. Ja, muss man selber ausprobieren, aber er bringt einen auf jeden Fall mal 5000 Kilometer bringt dich jeder Reifen weit. Ja. Das zu den Reifen. Dann Fabio hat gefragt, wie lange wird meine Reise noch gehen? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt ja vom der südlichsten Punkt Südamerikas bis fast zum nördlichsten Punkt gefahren. Also ich bin hier an der Nordküste, aber es gibt noch einen Punkt in Kolumbien, ist der nördlichste Punkt Südamerikas. Ich könnte natürlich jetzt nach Zentralamerika fahren. Muss man das Darien Gap, also gibt es ein Stück, da gibt es keine Straße. Das muss man überbrücken. Im Moment ist wohl Fliegen die Sache. Man kann natürlich auch mit so einem Fischerboot fahren. Das ist aber nicht ganz ungefährlich. Und ja, man muss halt gucken, dass man jemand findet, dem man vertrauen kann. Manchmal das sind halt kleine Boote, fallen die Bikes ins Meer, dann ist es weg. Ja, also machst du gar nichts. Und ja, mein Bike wird wohl zwischen 1200 und 1500 kosten, nur von Kolumbien nach Panama im Moment. Und dann noch ich als Flug. Man kann es natürlich auch hier verkaufen und dort wieder kaufen, sehe ich im Moment nicht. Das ist zumindest die eine Richtung. Die andere Richtung ist, nochmal eine Runde in Südamerika drehen. Und das ist im Moment eher der Plan, weil Peru, ich habe den Norden Peru nicht gesehen. Ich finde 3 Monate Peru ist viel, viel zu kurz. Ich will auf jeden Fall nochmal 3 Monate Peru machen. Brasilien habe ich nur die Amazonas-Gegend gesehen. Das habt ihr noch nicht gesehen, werde ich euch dann noch zeigen. Brasilien ist natürlich ein gigantisches Land, gigantisch groß. Und da kann man natürlich auch nochmal mehr sich angucken. Und auch in Argentinien will ich mir noch mehr angucken. Paraguay habe ich nicht gesehen, Uruguay habe ich nicht gesehen. In mein geliebtes Bolivien möchte ich nochmal zurück. Also, ja, sehr wahrscheinlich drehe ich nochmal eine Runde in Südamerika. Ich will aber nicht zu viel über ungelegte Eier reden, weil Pläne ändern sich. Vielleicht habe ich morgen die Idee, ach, ich fahre doch nach Panama. Ja? Oder ich verschiffe mein Bike nach Thailand oder so. Ja, das ist eher im Moment unwahrscheinlich, weil das halt eine Kostensache ist. Aber unmöglich ist es nichts. Zweite Frage von Fabio. Arbeitest du unterwegs? Habe ich auch schon öfters beantwortet. Ja, ich mache meine YouTube-Videos, was sehr viel Arbeit ist. Und versuche einmal die Woche eins rauszubringen. Und ich arbeite als Deutschlehrer außerdem. Ja, verdiene mit beiden zusammen so viel Geld, dass ich überleben kann. Und da hat auch jemand geschrieben, ja, deine Videos sind super. Aber was mir richtig auf den Sack geht, ist, dass du immer sagst, dass du kein Geld hast. Das muss doch nicht sein. Doch. Es ist so, dass ich am Anfang, die ersten 6 Jahre vom Reisen, hatte ich Geld, ausreichend Geld, habe nicht arbeiten müssen. Ich habe das gute Leben oder das teure Leben genossen, aber das ist eben jetzt vorbei. Und jetzt arbeite ich wieder. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich mit meinem Arbeiten über Wasser halten kann. Und deswegen betone ich es auch immer, dass ich eben jetzt quasi ohne Geld reise und mir jeden Monat das Geld für den nächsten Monat verdiene. Apropos Geld verdienen, ihr wisst ja, mein Kalender gibt es wieder. Ruthis Reisenkalender 2024 wurde schon fleißig bestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr noch bestellen wollt, wie gesagt, Videobeschreibung, und ich habe ja immer einen Artikel zu meinem Video, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist es auch verlinkt. Da könnt ihr den Kalender noch bestellen bis zum 12.12. Da ist Einsendeschluss oder wie sagt man, Bestellschluss. Dann werden die Kalender verschickt. Also wenn ihr noch bestellen wollt, DIN A4 Querformat ist das. Freue ich mich sehr und kann mich wieder ein bisschen länger über Wasser halten. Schreibt auch mal bitte, wie ihr das so findet, dieses Feedback. Ich finde es ja spannend, weiß ich nicht, mir macht es Spaß, sagen wir es mal so. Wenn ihr das kacke findet, dass hör auf rumzulabern, zeig einfach Videos aus Bolivien oder so. Wäre auch okay, aber ich finde es immer ganz nett. Es gibt eben diesen, das kann ich eben sagen, was jetzt passiert, was passiert jetzt gerade, was mache ich jetzt gerade und was sind die Probleme, wie ist es jetzt gerade in Venezuela.
Ja, und da kommen wir auch wieder nach Bolivien. Aber nach Bolivien geht's erst im nächsten Video. Für heute war's das. Ich möchte noch zeigen, ich bin nämlich umgezogen. Das ist zwar meine Erzählküche, ihr könnt sie vielleicht erkennen, aber ich wohne jetzt auch direkt hier oben. Seit gestern. Das ist mein neues Zimmer. Ich möchte es einmal zeigen. Hier mein Bett, Zimmer und ich habe jetzt ein Draußenbad. Ja, also hier ist offen. Ja, ich benutze die Küche am meisten und ich bin der Einzige, der sich hier oben aufhält, länger. Deswegen hat die Hausherrin Jeanette mir angeboten, hier oben zu wohnen, was sehr, sehr nett ist. Ich möchte mich noch bedanken bei Robert, Oliver, Jochen, Thomas aus Trier, Manfred, Jürgen und Uwe für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und beim nächsten Mal geht's dann wirklich nach Bolivien wieder. Und zwar vom Hinterland in den Dschungel. Bis dahin, macht's gut, euer Roti. Tschüss.